Darf ein Wissenschaftler alles tun, was er technisch kann? Wo ziehen wir die Grenze zwischen Fortschritt und Verbrechen? Die Wissenschaftsethik ist kein modernes Konstrukt, sondern ein Produkt jahrhundertealter Reflexionen über die Bedeutung von Wissenschaft und die Verantwortung des Wissenschaftlers. Welche Geschichte die Wissenschaftsethik hat, durch welche Skandale sie sich weiterentwickelt hat und vor welchen aktuellen Herausforderungen sie steht, erfährst du in diesem Video. Schon in der Antike dachten Philosophen über das Verhältnis von Wissenschaft und Moral nach. Platon definierte Wissenschaft als Streben nach absolutem, unveränderlichem Wissen, im Gegensatz zur bloßen Meinung. Er warnte vor ihrem Missbrauch durch die Sophisten, die scheinbare Wahrheiten verbreiteten, um Macht zu erlangen. Wissen musste seiner Ansicht nach dem Guten, genauer der Erkenntnis der ewigen göttlichen Ideen dienen. Platons Schüler Aristoteles gilt als Vater der empirischen Wissenschaft. Die Einteilung der wissenschaftlichen Disziplinen geht auf ihn zurück. Die theoretischen Wissenschaften, Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, dienen allein dem Erkenntnisgewinn und haben keinen äußeren Zweck. Demgegenüber haben die praktischen Wissenschaften das gute Handeln, die herstellenden Wissenschaften ein bestimmtes Werk zum Ziel. Die dianoetischen, rein verstandesmäßigen Tugenden haben Vorrang vor ethischen Tugenden und ermöglichen die höchste Lebensform, das Leben der Theoria. Beide Philosophen waren sich einig darin, dass Wissen dem Erkenntnisgewinn dienen und nicht für Machtinteressen missbraucht werden sollte. Im Mittelalter verknüpfte der römisch-katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin die aristotelische Wissenschaftstheorie mit christlicher Theologie. Wissenschaft enthüllt Gottes Herrlichkeit durch die rationale Untersuchung der Welt. Sie ist ein Akt der Anbetung, der den Menschen zur Weisheit führt. Doch wissenschaftliches Streben muss tugendhaft bleiben. Wissen darf nicht zu Hybris führen, sondern muss dem Gemeinwohl und der göttlichen Ordnung dienen. Auch Francis Bacons Wissenschaftsethik ist christlich-theologisch motiviert. Bacon sah Wissenschaft als religiöse Pflicht, als heilige Aufgabe. Sie ist kein abstraktes Streben nach Wahrheit, sondern Mittel zum Fortschritt der Menschheit. Wissenschaft soll Wohlstand schaffen und zur Beherrschung der Natur führen, muss aber stets moralisch gelenkt werden. In seinem Hauptwerk Novum Organum kritisiert er die aristotelische Schulphilosophie als steril und fordert eine neue induktive Methode. Systematische Beobachtung und Experimente sollen ermöglichen, Wissen zu erfinden, statt nur zu pflegen. Für Wissenschaftler müssen strenge moralische Regeln gelten, da Wissen Macht ist und somit Verantwortung mit sich bringt. Nam et ipsa scientia potestas est. Denn auch die Wissenschaft selbst ist Macht, schreibt Bacon in seinen Meditationes Sacrae. Immanuel Kant sah Wissenschaft als Ausdruck der menschlichen Vernunft, ein Werkzeug zur systematischen Erkenntnis der Welt. Die strenge, gesetzmäßige Naturwissenschaft ist für ihn eine Pflicht, jede Abweichung davon ein Verbrechen gegen die Vernunft. Auf moralischer Ebene untersteht der Wissenschaftler dem kategorischen Imperativ. Die moralische Pflicht zur Wahrhaftigkeit gilt auch für ihn. Wissenschaftler sollen ihre Vernunft öffentlich gebrauchen und die Wahrheit prüfen, notfalls gegen Staat und Kirche. Das 19. Jahrhundert markierte einen Wendepunkt. Mit der Industrialisierung wuchs die Macht der Wissenschaft und damit auch die Risiken. 1837 zeigten erstmals in der deutschen Geschichte führende Wissenschaftler kollektiv und öffentlich moralische Verantwortung gegenüber dem Staat. Die sogenannten Göttinger sieben renommierte Professoren der Georg-August-Universität Göttingen, protestierten mit einem öffentlichen Brief gegen die willkürliche Aufhebung der liberalen Verfassung durch den König. Alle 7 wurden fristlos entlassen, 3 von ihnen sogar des Landes verwiesen. Das 20. Jahrhundert brachte dann die dramatischen Meilensteine, die die Wissenschaftsethik zu einem expliziten Feld machten. Die beiden Weltkriege und die Atombombe enthüllten das destruktive Potenzial von Wissenschaft. Max Born und andere namhafte Physiker wandten sich 1944 in einem Brief an Albert Einstein und forderten einen verbindlichen internationalen Ethikkodex für Wissenschaftler. Dieser sollte Wissenschaftler davor bewahren, als bloße Werkzeuge benutzt zu werden.
Doch der entscheidende Impuls kam aus den Schrecken des Nationalsozialismus. Aus den Prozessen gegen NS-Ärzte entstand 1947 der Nürnberger Kodex und legte die Grundlage für ethische Humanforschung. Freiwillige Einwilligung, Vermeidung unnötigen Leidens und Nutzenabwägung. Er war die erste internationale Richtlinie, die Experimente an Menschen streng regulierte. Parallel entwickelte sich in den Sozialwissenschaften das Konzept des wissenschaftlichen Ethos durch Robert K. Merton. In seinem 1942 erschienenen Essay The Normative Structure of Science beschrieb er 4 Normen: Universalismus, Kommunalismus, Uneigennützigkeit und organisierter Skeptizismus. Dieses Ethos wurde zum Leitfaden für die akademische Integrität. Die Göttinger Erklärung von 1957 unterstrich erneut die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaftler. 18 führende deutsche Atomphysiker und Chemiker, darunter die Nobelpreisträger Werner Heisenberg, Otto Hahn, Max Born, Walter Gerlach und Karl Friedrich von Weizsäcker, wandten sich in einer öffentlichen Erklärung gegen die geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr durch die Adenauer-Regierung. Sie warnten explizit vor den katastrophalen Folgen eines Atomkriegs in Mitteleuropa und lehnten jede Mitwirkung an Atomwaffen ab, auch wenn dies Karrieren oder staatliche Förderung kostete. In den 1960er Jahren folgte die Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes, die den Nürnberger Kodex erweiterte und ethische Standards für medizinische Forschung am Menschen festlegte. Ein Grundsatz ist, dass jede Studie von einer unabhängigen Ethikkommission geprüft und genehmigt werden muss. Doch es gab weiterhin Skandale. Bei der Tuskegee-Syphilis-Studie in den USA wurden an Syphilis erkrankte afroamerikanische Männer weder über die Diagnose aufgeklärt noch wirksam therapiert, um den Krankheitsverlauf zu beobachten. Mindestens 128 Patienten starben direkt oder indirekt an Syphilis. Dutzende Ehefrauen wurden angesteckt, zahlreiche Kinder kamen mit kongenitaler Syphilis zur Welt, starben oder entwickelten schwere lebenslange Schäden. Dieser und weitere Skandale führten 1979 zum Belmont Report, der 3 Kernprinzipien formulierte: Achtung der Menschenwürde, Benefizienz und Gerechtigkeit. In der Nachkriegszeit ersetzte in der DDR und anderen sozialistischen Ländern die sozialistische Moral eine unabhängige rechtsverbindliche Wissenschaftsethik. Wenn Forschung dem Wohl der Werktätigen und dem sozialistischen Aufbau diente, war sie erlaubt. Das Kollektiv- bzw. Staatsinteresse wurde systematisch über den Schutz des Individuums gestellt. Dies ermöglichte und rechtfertigte schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen wie das staatliche Zwangsdoping im Sport, die psychiatrische Zwangsbehandlung von Dissidenten sowie militärmedizinische und pharmazeutische Menschenversuche ohne informierte Einwilligung. Die neue Macht der Wissenschaft im 20. Jahrhundert fand ihre philosophische Antwort bei Hans Jonas. In seinem Werk Das Prinzip Verantwortung weitete er die Ethik auf die ferne Zukunft aus und formulierte eine völlig neue Ethik für das technologische Zeitalter. Sein ökologischer Imperativ fordert, dass wir so handeln müssen, dass echtes menschliches Leben auf Erden dauerhaft möglich bleibt. Damit legte er das Fundament für die modernen Debatten, die uns heute im 21. Jahrhundert beschäftigen. Ein ausführliches Video zu Hans Jonas und seiner Heuristik der Furcht findest du hier auf meinem Kanal. Heute im 21. Jahrhundert erweitert sich die Wissenschaftsethik auf neue Felder. Die Macht des Menschen, die Welt und sich selbst zu verändern, hat eine neue Dimension erreicht. Mit der Genschere ist es möglich, das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen präzise zu verändern. 2018 sorgte der Fall des chinesischen Wissenschaftlers Ha Chuanqi für weltweites Entsetzen, als er die Geburt der ersten genmanipulierten Babys verkündete. Die Ethik fragt hier: Dürfen wir in die menschliche Keimbahn eingreifen? Wo endet Heilung und wo beginnt Optimierung? Ha erhielt ein Berufsverbot, wurde aus der Universität entlassen und 2019 zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt.
Die UNESCO hat 2021 die erste globale Empfehlung zur Ethik der künstlichen Intelligenz verabschiedet. Es geht um Transparenz, den Schutz der Privatsphäre und die Vermeidung von Diskriminierung durch Algorithmen. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine KI eine Fehlentscheidung trifft? Der Programmierer, der Nutzer oder die Maschine selbst? In Zeiten der Klimakrise trägt die Forschung eine immense ökologische Verantwortung. Das Konzept des Geoengineering, also technologische Eingriffe in das Klimasystem der Erde, wird hitzig debattiert. Ist es ethisch vertretbar, die Natur in diesem Ausmaß zu manipulieren, um die Folgen unseres Handelns zu bekämpfen? Viele moderne Forschungen sind doppelverwendbar. Ein Virus, das erforscht wird, um Impfstoffe zu entwickeln, könnte theoretisch auch als Biowaffe genutzt werden. Die Wissenschaftsethik fordert hier eine Kultur der Wachsamkeit. Forscher müssen die missbräuchlichen Potenziale ihrer Arbeit von Beginn an mitdenken. In einer Welt der Totalvernetzung stellt sich die Frage nach der informationellen Selbstbestimmung. Wie schützen wir die Würde des Individuums gegenüber Big Tech und staatlicher Überwachung? Die Wissenschaftsethik reicht von antiken Überlegungen zur Tugend des Wissens über aufklärerische Pflichten bis hin zu modernen internationalen Kodizes. Heute im Zentrum stehen wissenschaftliche Integrität, der Schutz besonders verletzlicher Gruppen und gesellschaftliche Verantwortung. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!